Herzlich willkommen bei Channel Welcome, Teil 2. Er hat schon Barbara Rudnick geküsst, die wunderbare Schauspielerin, die viel zu früh gestorben ist. Er ist vor allem Musiker, aber auch Geschichtenerzähler und Schauspieler. Ja, und er ist Lebenskünstler, eine Berufung, die ihm in die Wiege gelegt wurde. Ich bin Jami Sitson. Ich komme aus Kamerun, aus einer Familie von Musikern. Ich bin in einer Stadt geboren. Es ist eine Hafenstadt, das heißt Douala. Und dann bin ich mit 24 nach Deutschland gezogen, um weiter zu studieren im Leben. Also ich sehe mich als ein Weltbürger, ein Wanderer zwischen den Welten. Ein ewiger Forscher, der sich erneut jeden Tag, der sich freut, wie ein Schmetterling, sich zu verwandeln, umwandeln, andere Kulturen. Ja, also ich sehe mich als Mensch, der hier und jetzt ist, nicht in Afrika ist, ne? Der hier ist und versucht, ja, zu atmen. Ich glaube, das war an der Uni in Kamerun. Ja, ich wollte die Welt erforschen, mich weiterbilden für Horizonterweiterung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne nach Europa, um zu studieren. Ich kam im Februar 2000 sehr leicht angezogen. Ich wollte einfach, ich habe gesagt, meine Schwester sagte zu mir, Jami, du solltest dich ganz warm anziehen. Ich meinte, no, es ist egal, ja, von dem Wetter. Und dann kam ich dort, ich zitterte wie ein Blatt. Und es war wirklich sehr, sehr kalt für mich. Nicht die Menschen waren kalt, sondern wirklich das Wetter. Für mich ganz Neues und so. Ne? Es war still am Flughafen und so. Und ruhig. Und mein Neffe war da, meine Familie, meine Schwester kam, um mich abzuholen. Es war kalt, so vom Wetter, aber warm im Herzen. Musik ist für mich, was mir Kraft gibt oder verleiht. Und es gibt mir die Kraft, auch Menschen zu berühren, ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben. So, nicht nur von der Sprache, musikalisch, auch seelisch, emotional. Das ist für mich das Wichtigste. Und ich freue mich auch, Menschen zu begegnen, die Stress haben, die Therapie brauchen. Ne? So in diese Richtung, durch die Musik, durch die Kunst, die zu berühren. Das ist für mich lobenswert oder ehrenswert. Aber mein Ziel, mein Anliegen ist, vom Herzen zum Herzen, Menschen zu berühren. Also meine Kultur zu bringen und für eine Bereicherung, Völkerverständigungsmusik, das versuche ich zu vermitteln. Dass wir alle gleich sind, aber trotzdem ist es wichtig zu sein, wie man ist, so gemäß meiner eigenen Kultur, damit es vielfältiger wird. Es wird reicher, sozusagen. Ich mag nicht, wenn Leute kommen und ihre Kultur und bezwingen die anderen zu leben wie die. Und ich stehe für Gleichberechtigung, das ist wichtig. Aber was kann Deutschland oder Deutsch lernen, Europäer lernen von Afrikanern? Die anderen sich mehr Lockerheit, nicht viel beklagen, oh, es geht uns schlecht, das Wetter und so weiter. Ja, manchmal einfach locker die Dinge nehmen und so. Und sich Zeit nehmen, um Dinge zu machen.
Und ich glaube, Toleranz auch und Gemeinschaftsgefühl auch mehr zu erleben, dass die Menschen sich treffen. Ja, du wohnst hier zum Beispiel in einem Wohnhaus, du kennst nicht deinen Nachbarn. Also, es ist schlimm, nur vielleicht, wenn es verbrennt, ein Brand kommt, dann lernt man sich kennen, und dann tut man sich helfen, so sporadisch so, ne? Und morgen ist es Tschüss. Ich würde gern, dass man sich öfters trifft und auf Augenhöhe. Sorry, dass ich Ratschläge gebe, ich bin kein perfekter Mensch, aber ich finde, mehr Gemeinsamkeit wäre nicht schlecht. So Lockerheit, Gemeinsamkeit, und gegenseitiger Respekt. Ich habe 2 Brüder in Kamerun und eine riesige Familie habe ich noch. Meine Mutter, wir waren 11 Kinder, zu 11 sozusagen, aber sie hat alles verwaltet. Mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter hat nie einen Job ausgeübt, sie hat uns aufgezogen. Alle sind Akademiker und sie sind wirklich installiert, führen ein gutes Leben, so spirituell sogar wie materiell. Ich bin dankbar dafür, für die gute Erziehung, die meine Eltern uns gegeben haben. Und dadurch fiel einen großen Teil wegen meiner Mutter. Meine Kinder haben schon die afrikanische Kultur sehr stark. Die wissen, wer die sind eigentlich. Die haben keine Angst, nach draußen zu gehen. Und so, manchmal, obwohl es sehr konfliktuell so erscheinen kann, aufgrund von ihrer Farbe, und die sehen sich als Mensch zuerst. Das finde ich toll. Da kann ich sagen, ich bin glücklich, das meine Kinder beigebracht zu haben. Und so. Man hat im Leben gute und schlechte Erfahrungen. So. Ich wurde mal diskriminiert, aber sehr fein, sehr subtil. So. Vielleicht, weil ich die Sprache beherrsche und wenn sie etwas gesagt hätten, hätte ich reagiert sofort. Sowas dulde ich nicht. Ne? Ich bin nicht sparsam bei der Sache, wenn was Abwehr angeht. So. Aber es ist mal passiert, so, oder unter Musiker am Anfang, dass man minderwertig betrachtet wird und so, ne? Und so, aber ich bin nicht der Typ, der sich einfach unterdrücken lässt und sagt meine Meinung und so. Aber ich glaube, es ist eine Frage, ich möchte nicht alles schwarz in Anführungszeichen sehen, negativ sehen. Es gibt sehr gute Sachen hier auch, ne? Und so. Diskriminierung gibt es überall auch, in allen Kulturen auch, in allen Familien und so und so und so. Von mir auch, es wird mir mal gesagt, so auf der Straße, oh nee, geh nach Hause oder so. Das war ein Wort. Es kommt darauf an, wie man das betrachtet. Man kann sich entscheiden, okay, es ist eine Last. Ich kann sagen, es ist nur ein Wort, es ist Luft. Aber ich nehme das nicht zu ernst. Es ist so. Ich glaube, die Rassisten sind aber ein Problem. Es ist Unwissenheit. Ne? Und so. Im weltweiten Migrationsindex MIPEX steigt Deutschland auf unter die 10 besten Integrationsländer. 28 EU und 10 weitere Staaten werden dort bewertet. Von 100 Punkten erreicht Deutschland 61 und wird inzwischen sogar als Vorbild gesehen. Das hängt auch damit zusammen, dass einer der Umfrage zufolge 72% der Bevölkerung zustimmen, dass Nicht-EU-Bürger und Deutsche die gleichen Rechte haben sollen. Schweden und Portugal teilen sich übrigens die Spitzenplätze. Was dagegen hierzulande schlecht läuft, ist unter anderem Diskriminierung auch rechtlich anzuklagen. Da liegt Deutschland nur an 22. Stelle und ist in diesem Punkt so schwach wie die Türkei oder Tschechien. Und mit dem Wissen der Bevölkerung ist das so eine Sache. Und Vorurteile ersetzen dann die Tatsachen. Juan und Dennis haben deswegen hier auf dem Willy-Brandt-Platz mal nachgefragt. Also die Aufnahme in Deutschland
ist ungerechtfertigt, weil es kommt alles nach Deutschland und es ist eine Aufgabe von der EU, das gerechtmäßig in anderen europäischen Ländern zu verteilen. Denn die Leute dann in Deutschland sind dann unzufrieden, weil zu viele aufgenommen werden. Und die Statistik ist auch nicht gerechtfertigt, denn Italien, Frankreich oder Spanien können genauso viel aufgenommen werden wie in Deutschland. Und die Leute werden dann unzufrieden, weil einfach zu viel nach Deutschland reinkommt. Ich denke, Deutschland hat auf jeden Fall noch Platz genug, um Asylanten aufzunehmen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass auch andere Länder vielleicht mal was tun sollten, zusätzlich noch außer Deutschland, um Asylanten aufzunehmen. Ich meine, die Menschen fliehen vor Kriegen, teilweise mit Familien und Kindern. Wir wären auch froh, wenn wir irgendwo unterkommen könnten, wenn wir hier Krieg hätten. Ja, wenn man das gut aufteilt, sage ich mal, dann schon. Also meiner Meinung nach kann man es noch machen. Das Geld wäre noch da und ja, also meiner Meinung nach dürfen es noch mehrere reinlassen, aber irgendwann ist halt auch mal die Grenze erreicht und dann müssen sie halt wissen, wann die erreicht ist, weil sonst haben wir irgendwann nur noch Ausländer bei uns. Also wir finden es super. Ja, man sollte nur dabei halt darauf achten, dass die Asylanten in menschenwürdigen Bedingungen unterkommen, also praktisch nicht aufeinander gezwängt werden in irgendwelchen Asylantenheimen und dann ist es voll okay. Und das Verfahren sollte schneller laufen. Ja, auf jeden Fall, dass sie auch früher arbeiten können. Ganz viele Asylanten werden ja auch nach 4 Jahren erst abgeschoben, weil sie diese Arbeitsbescheinigung nicht bekommen und ja, darauf sollte man halt achten. Ja, die treiben die Wirtschaft an, halt, weil viele meistens nur die gut verdienen zu uns kommen konnten und dadurch haben wir halt viel mehr gute Arbeitskräfte und dadurch wird halt die deutsche Wirtschaft antrieben. Also ich finde es eigentlich relativ gut. Also du bist für ein Jahr? Ja. Hier? Was sagt ihr dazu? Ich schließe mich an, ja. Ja. Ja, mit der Wirtschaft weiß ich jetzt nicht so, aber die schaden ja keinem. Also ist schon okay. Naja, ich denke, man könnte schon irgendwie einrichten, dass es geht, weil es gibt eigentlich sehr viele freistehende Häuser. Auch Ihre Meinung? Ich denke, dass man deutlich noch mehr Asylanten aufnehmen kann, weil es auch die Möglichkeit gibt, weitere Asylantenheime und Unterkünfte zu bauen. Und Deutschland als eines der reichsten Länder in der EU auch die finanziellen Ressourcen dazu hat, weitere Asylanten aufzunehmen. Deswegen bin ich dafür, dass noch mehr aufgenommen werden. Ich finde schon, dass Deutschland noch Kapazitäten hat. Es ist zwar nicht einfach, aber ich denke mal, die Leute, die fliehen ja nicht aus einer Laune heraus, sondern weil sie einfach in dem Ort oder in dem Land nicht mehr leben können, sei es jetzt wirtschaftlich oder wegen der Politik. Ich bin dafür, ja, und ich denke, dass sich Deutschland einfach dann noch mehr bemühen muss, dass man Möglichkeiten findet, wie die Menschen integriert werden können oder wie sie untergebracht werden können. Mhm. Ja. Sie können mehr aufnehmen, ist ja kein Problem. Okay. Ja, ist ja genug Platz eigentlich. Ist echt nicht schlimm. Also so Menschen unterstützen oder so finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und man kann ja nicht einfach sagen, nö, ihr dürft sie nicht rein. Und ja, finde ich eigentlich ganz gut, also ich würde es nicht schlimm finden. Ja, wir werden uns dem gar nicht entziehen können, weil die Leute alle herkommen und zu Fuß, weil es ihnen da, wo sie herkommen, sehr, sehr schlecht geht. Und wenn wir nicht aufpassen, laufen die zu Fuß übers Mittelmeer auf den Körpern der Ersoffenen. Es sind unendlich viele und wenn wir nicht aufpassen, kommen sie aus Griechenland auch. Also wir müssen was tun. Und da reine Abschreckung wird nicht funktionieren, weil die Leute hierher wollen. Was sollen sie machen? Ihnen geht es schlecht. Und wenn es mir schlecht ginge, würde ich auch irgendwo hingehen. Ja, es ist ganz einfach. Wir stehen alle in der Pflicht. Wir müssen sie aufnehmen. Wir können sie schlecht irgendwo auf dem Wasser aussetzen. Natürlich ist es viel. Natürlich geht das alles auf unser Geld. Aber ich persönlich hätte ein schlechtes Gewissen zu sagen, da ist wieder ein ganzes Boot mit 8000 Menschen irgendwo im Meer verschwunden, nur weil irgendeiner gesagt hat, wir haben den Platz dafür nicht. Und das stimmt halt nicht. Wir haben so viele leerstehende Gebäude, warum soll man die ihnen nicht geben? Ganz einfach. Tatsachen und Fakten aus Deutschland in einem kurzen Nachrichtenblock, der vor allem dazu dienen soll, auch später, wenn man sich im Archiv von Channel Welcome nochmals die Beiträge oder Sendungen ansehen will, die dazugehörige, damals aktuelle politische Lage wieder vor Augen zu führen. Der SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann fordert ein generelles Bleiberecht für Kinder, die Deutsch sprechen. Flüchtlingskinder, die perfekt Deutsch können, sollen nicht mehr abgeschoben werden.
Thomas Oppermann fordert eine Reform des Zuwanderungsrechts. Arbeitgeberverband und Bundesagentur für Arbeit sehen das genauso. Jugendliche bewerfen Helfer des Roten Kreuzes mit Steinen. Jugendliche haben in Halberstadt eine Notunterkunft für Flüchtlinge angegriffen. Sie bewarfen DRK-Helfer, dabei wurde eine 20-Jährige an der Wange getroffen und leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zudem sei mehrfach „Ausländer raus" skandiert worden. Die CSU verteidigt ihren harten Kurs in der Flüchtlingspolitik. Der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nannte den Zuzug von Flüchtlingen übergroß und kaum auszuhalten. An den Grenzen stehen 60 Millionen Flüchtlinge. Wie sollen wir diese Massen Herr werden? Wir können nicht die ganze Welt retten, sagte er. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, bezeichnet die Rhetorik von CSU-Politikern als menschenverachtend. Denn realen Brandstiftungen gehen meistens rhetorisch vorweg, entgegnete Ralf Stegner, der stellvertretende SPD-Chef. Google löscht Karte mit Flüchtlingsheim. Mehrere Tage hatte Google zuvor den Fall geprüft, nachdem Aktivisten gegen die Karte Sturm gelaufen und Google aufgefordert hatten, das Werk zu löschen, weil es zu Anschlägen ermutigen könnte. Die Karte wurde bereits vor Monaten vor der Initiative Kein Asylantenheim in meiner Nachbarschaft ins Netz gestellt. Immer mehr dumpfer Hass vergiftet das Internet. Laut Europarat nehmen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa die Verbreitung von Gewaltaufrufen und rechten Tiraden im Internet dramatisch zu. Die Organisation Jugendschutznet, die 1997 von den Bundesländern gegründet wurde, warnt davor, dass vor allem in sozialen Medien immer unverhohlener Hass verbreitet wird. Vor allem Antisemitismus, Rassismus und Islamfeindlichkeit würden auf diese Weise gestreut, heißt es im Jahresbericht des Ausschusses gegen Rassismus und Intoleranz. Andreas Zick, Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, geht davon aus, dass selbst mit einer anderen Verteilung der Flüchtlinge und mit Aufklärung über deren Schicksale das Problem nicht zu lösen ist. Menschen, die Brandanschläge auf Flüchtlingsheime verübten, wenden sich gegen Demokratie und das bestehende Rechtssystem, sagt Zick. Gleichzeitig vernetzen sich immer mehr Gegenbewegungen und Facebook-Gruppen pro Flüchtlinge und für ein tolerantes Deutschland. Zahl der Angriffe auf Asylbewerberheime massiv gestiegen. Im ersten Halbjahr 2015 hat es bereits mehr Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben als im gesamten Vorjahr. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 203 Übergriffe gezählt. Ausländer entlasten den Sozialstaat. Die in Deutschland lebenden Ausländer entlasten den Sozialstaat in Milliardenhöhe. Die 6,6 Millionen Menschen ohne deutschen Pass sorgten im Jahr 2012 für einen Überschuss von insgesamt 22 Milliarden Euro, wie eine Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ergab. Jeder Ausländer zahlt demnach pro Jahr durchschnittlich 3.300 Euro mehr Steuern und Sozialabgaben, als er an staatlichen Leistungen erhält. Das Projekt Channel Welcome geht mit dem Forum Interkulturelles Leben und Lernen, kurz FIL, eine enge Partnerschaft ein. Aus diesem Grund und weil gerade das alljährliche Sommerfest im Garten ihres Vorsitzenden Dr. Peter Lindner stattgefunden hat, stellen wir FIL kurz vor. In den letzten Wochen waren die Tage, selbst die Abende und Nächte tropisch heiß. Doch ausgerechnet heute ist es windig und viel zu kühl für ein romantisches Sommerfest mitten im Juli. Aber irgendwie passt das auch wieder. Denn Edoardo Di Capua aus Napoli, der dieses Lied komponierte, kam auf die Idee dazu, 1898 mit dem Neapolitanischen Staatsorchester auf Tournee, frierend und voller Heimweh, in einem Hotelzimmer in Odessa. Und Giovanni Capuro, von dem der Text stammt, meinte darin sowieso, dass die schönste Sonne eine ganz andere ist als die am Himmel.
Capurro und sein Komponist Capua starben übrigens beide bettelarm, während ihr Lied seit mehr als 100 Jahren Millionen von Menschen begeistert. Aber vielleicht ist etwas anderes viel wichtiger als materieller Reichtum, den man zudem nicht mitnehmen kann. Die Menschen bei Phil scheinen das zu wissen und versuchen, sich für andere und ganz andere Dinge einzusetzen. Du bist nicht schön, doch charmant. Vergnügt und sehr galant. Du bist kein Held, doch ein Mann, der gefällt. Und so sind internationale Gesinnung und Völkerverständigung, kulturelle Toleranz und gegenseitiges Verständnis in ihrer Vereinssatzung verankert. Das heißt Forum Interkulturelles Leben und Lernen und ich bin der Präsident. Aber es sind nicht nur Worte, sondern auch Taten, die folgten und folgen bei Phil-Mitgliedern. Und das waren und sind viele. Ganz in der Nähe in Friedberg setzen sich Phil-Mitglieder in einer Flüchtlingsinitiative mit Deutschunterricht und Sport und Kunst für die Hilfesuchenden ein. Andere Mitglieder bauen ganz weit weg in einem Entwicklungsprojekt in Uganda, einem der ärmsten Länder der Welt, ein Bildungs- und Gesundheitszentrum auf. Afrika, Sumarella! Afrika, Sumarella! Sumarella! Babitumrella! Sorry! Ja, Batakunala! Bye bye! Sagunala! Fumona Dam! Lumona Am! Leppe, 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 Dr. Peter Lindner, Präsident von Phil, und seine Kollegen behandeln in Augsburg unentgeltlich Patienten, die keine Krankenversicherung besitzen. Alle Menschen, die auf der ganzen Welt bei mir aufschlagen und nicht versichert sind, die darf ich da hinschicken. Und die versorgen die weiter. Der seit 1995 jährlich ausgelobte Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien im Goldenen Saal in Augsburg, das Hearing zum Thema Menschenrechte, Phil organisiert und unterstützt verschiedenste Projekte und Aktionen. Und die Sommerfeste bei Phil stehen auch unter dem Motto: für Menschen einsetzen und dabei auch noch leben und genießen. Und deswegen gehören für sie Kunst und Künstler untrennbar zu einem lebenswerten Leben. Und deswegen werden wir in den nächsten Monaten mehr über Phil und seine Projekte berichten, zusammen mit Mombi, der engagierten, so unprätentiösen und sympathischen Sängerin und der tollen Ausstrahlung und der tollen Stimme. Bildung und Aufklärung sind der beste Schutz gegen dumpfe Parolen. Und das gelingt nur durch Miteinanderreden und Überzeugungsarbeit und einer gewissen Empathie auch für die, die diese selbst erst einmal überhaupt nicht für andere, für Schwächere zeigen. Liebe Rechtsdenkende und Ausländer-Rausrufende, wenn ich mir gerade in letzter Zeit eure Aktionen in den Medien ansehe, eure Wortführer bei euren Auftritten betrachte, wenn sie nicht gerade vermummt sind, wenn ihr Spruchbänder und Fahnen schwingt und dabei Parolen grollt wie Ausländer raus und Deutschland den Deutschen, dann wird mir Angst und Bange um Deutschland. Manchmal versuche ich mir dieses Deutschland wirklich ohne uns vorzustellen. Seid ihr es dann, die ohne unsere Unterstützung in den Krankenhäusern und den Pflegeheimen Schichten fahrt? Psychisch und physisch bis an die Grenzen der Belastbarkeit geht für einen Lohn, bei dem man von Verdienst nicht mehr sprechen kann? Das machen nämlich zu einem großen Teil bis jetzt noch wir, die sogenannten Ausländer. Und insbesondere wir ausländische Frauen, die eure deutsche überalterte Bevölkerung pflegen. Und wenn ich mir dazu eure zumeist männlichen Gesinnungsgenossen ansehe, die uns ersetzen sollen, von denen ihr im Krankheitsfall betreut werden wollt, dann gute Nacht, Deutschland.
Ihr wollt tatsächlich einzig unter euresgleichen an Fließbändern stehen, um eure heiligen Reliquien, Exportquote und Bruttosozialprodukt aufrechtzuerhalten? 20.000 Lehrstellen bleiben auch dieses Jahr wieder unbesetzt. Das Handwerk sucht händeringend nach Arbeitskräften. Junge Arbeitswillige stehen vor der Tür, aber man lässt sie nicht rein. Warum meldet ihr euch nicht? Oder seid ihr wirklich schon alle so in Arbeitsprozesse eingebunden? Sorry, nein. Wenn ich das der Mehrheit von euch gar nicht zutraue. Und wenn es, nachdem wir raus sind, keine italienischen, türkischen, griechischen, asiatischen Restaurants mehr gibt, sondern nur noch deutsche, in denen selbst jetzt nicht euer Eins, sondern doch eher unser Eins in der Küche bei miesen Arbeitszeiten und Löhnen steht, dann Prost Mahlzeit. Seid ihr es wirklich, die dann zukünftig nicht mehr mir, aber eurer deutschen Rasse morgens um 3 die Zeitung in den Briefkasten werft und diese nächtliche Zeit in die Großmarkthalle fahrt oder zuverlässig die Postpakete an die Haustüren bringt? Wer glaubt's, wird selig. Ich befürchte, dass in euren zukünftigen rein deutschen Fußballmannschaften kaum noch was rund läuft. Weltmeister seid ihr mit einem nach eurem Maßstab gemessenen Ausländeranteil von mindestens 50% geworden. Kommt ihr in der Zeit danach wirklich über Bezirksliga-Niveau hinaus? Bayern München, Wolfsburg, Gladbach. In den Top-Mannschaften spielen heute mehr als 50% Ausländer. Eure Gesichter möchte ich sehen, wenn keine Titel mehr zu holen sind. Und dazu Messis, Ronaldos, Robbins gar nicht mehr mit euch spielen wollen. Wollt ihr wirklich diesen Albtraum? Gefragt sind jetzt Menschen mit Zivilcourage, die ihrem Nachbarn versuchen klarzumachen, dass Morde, Anschläge und Brandsätze in einem zivilisierten Land rein gar nichts zu suchen haben. Und Rufe wie Deutschland den Deutschen zeugen nur von zu wenig Intelligenz. Wollen Sie da wirklich dazu gehören? Als Ausländerfeind wird man nicht geboren. Da braucht es viele dumpfe Väter und Politiker und auch billige, meinungsbildende Medienvertreter, die nur an ihren Profit denken. Folgen Sie diesen falschen Führern nicht. Liebe Politiker, warum kommen gerade aus meinem Bayern, in dem ich lebe, studiere, arbeiten will, Sprüche wie, die Türken standen einst vor Wien, bald vor München. Die Rechten sind bei uns willkommen. Sie tragen das C in ihrem Namen und erklären, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen hier nicht willkommen sind. Dann haben sie von der Lehre des Propheten Jesus Christus rein gar nichts verstanden. Aber gefragt ist jetzt eine neue, junge, tolerante Politik, die endlich besonnen mit ihren Äußerungen umgeht, die nicht versucht, mit den Stimmen der eigentlich auch oft bemitleidenswerten und Schwachen noch punkten zu wollen, um ihre Eitelkeiten nach Profilierung und Macht auf diesen beschämenden Nährboden zu ernten. Hören Sie auf mit dümmlichen Sprüchen wie „Das Boot ist voll“, die weit unter Ihrem Niveau sein sollten. Über 50 Millionen Menschen waren 2014 weltweit auf der Flucht. In Deutschland wurden gleichzeitig weniger als 200.000 Asylanträge gezählt. Der Ausländeranteil in Deutschland beträgt weniger als 10%. Nicht wirklich viel für eine schrumpfende Bevölkerung. Dennoch zugegeben, mehr als in jedem anderen EU-Land. Aber ist Deutschland vielleicht genau deshalb eines der attraktivsten und lebenswertesten Länder in der Europäischen Gemeinschaft? In ganz anderen Zahlen ist Deutschland hingegen eine große Nummer. Als Waffenexporteur rangiert das kleine Deutschland weltweit inzwischen an 3. Stelle. Aber keiner will Zusammenhänge zwischen Waffen, Kriegen, Hunger und Flucht sehen. Und keiner jagt die zum Teufel, die auch hier damit Milliarden verdienen. Aber dem es gelingt, aus solch einem Krieg bis nach Deutschland zu fliehen, mit nichts mehr als einer traumatisierten Seele,
Dem zündet man hier noch die letzte Bleibe an, während der Mob dabei mal wieder in die Hände klatscht. Und Politiker Verständnis für deren Ängste zeigen. Wohlgemerkt, nicht der Flüchtlinge, sondern derer, die meinen, dass ihnen alleine dieses Land gehört. Warum auch immer. Ich finde das beschämend. Channel Welcome will weiterhin mit einem Schmunzeln die Sendung beenden. Lucy, unser Straßenkind aus Kreta, hat es vorgemacht und unsere Praktikanten Juan und Dennis folgen ihr. Sie wollen zeigen, dass zwar die Sprache so wichtig ist im Dialog, aber eben auch nicht alles ist. Wenn man nur will, kann man sich auch verständigen, ohne die Sprache des anderen zu verstehen. Man muss nur zuhören. So oder so ähnlich ist die Aussage. Merhaba, ich bin Juan Benchinin. 你好，我叫邓斯，我来自土耳其。 Diskriminierten Belastung. 因为你也会我的语言。 Yani bis anlaşmak istedik diye anlaşıyoruz. 我们都是人，人类的交流是可以超越语言的。 Peki sen bilirsin. Nauscima. Sen bilirsin Pikörki. Sono Martino, il direttore della fotografia.